Vegan ist heute das Motto und erstmal herzlich willkommen. Wir backen heute einen versunkenen Apfelkuchen, aber total vegan. Also Milch wird ersetzt durch Hafermilch, die Butter wird ersetzt durch Margarine und die Eier werden gar nicht ersetzt, sondern die lassen wir einfach weg und erhöhen die anderen Zutaten in der Menge. Ich verwende dann wieder die 26er Springform und die kleide ich komplett mit Backpapier aus. Und damit das Backpapier am Rand ein bisschen besser haftet, nehme ich die Margarine zur Hilfe. Natürlich brauchen wir auch Zucker und dann nehmen wir 220 Gramm. Und diesen vermischen wir mit dem Bourbon Vanillezucker in der kleinen Schüssel, wo der Zucker schon drin ist. Kurz durchgerührt wenden wir uns dem Mehl zu. Dieses Mehl vermischen wir mit dem Päckchen Backpulver, mit dem Tütchen Backpulver, besser gesagt. Wie schon vorher erwähnt, ersetzen wir die Butter durch Margarine und die Margarine geben wir jetzt in eine große Schüssel, Rührschüssel und fangen sie an mit dem Handmixer durchzumixen. Gleich danach geben wir die Zuckermischung hinzu und wir verrühren weiter alles miteinander. Die weiteren Zutaten folgen dann etwas später, wie das Mehl oder die Hafermilch. Wir rühren den Teig so lange durch, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. Da sollte man sich einfach die Zeit nehmen und die paar Minuten investieren. Und wenn die Konsistenz nicht so ganz so gut ist, zufriedenstellend, geben wir noch ein bisschen Mehl hinzu. Aber keine Angst, das ist alles in meinen Mengenangaben in der Beschreibung berücksichtigt. Wir haben ja vorher die Backform, die Springform vorbereitet und die nehmen wir jetzt her und geben den Teig nun hinein. Wir glätten dann den Teig kurz, weil darauf kommen ja nachher die Äpfel, also investiert nicht zu viel Zeit fürs Glätten. Auch brauchen wir noch eine Zitrone. Da geben wir den Schalenabrieb von dieser Zitrone auf den Teig noch drauf und halbieren diese Zitrone und pressen sie aus, weil den Zitronensaft, den benötigen wir nachher für die Äpfel, damit die nicht zu schnell braun werden. Apropos Äpfel, die fangen wir jetzt gleich danach an mit Schälen, zu halbieren, zu vierteln und einzuschneiden. Aber nach dem Halbieren geben wir die Apfelhälften zuerst in eine Schüssel und dort befindet sich der Zitronensaft. Und wir rühren diese Schüssel immer wieder gut durch, damit die Äpfel sich immer wieder in den Zitronensaft wälzen. Wie ich es vorher schon erwähnt habe, halbieren wir nochmal die Äpfel und schneiden sie außen ein. Die fertigen Apfelstücke legen wir dann auf den Teig drauf und drücken sie ein bisschen fest, aber nicht viel. Wir versuchen diese Apfelstücke auch ringförmig auf den Teig drauf zu legen. Lücken füllen wir nachher mit kleineren Apfelstücken auf. Den Ofen haben wir derweil schon mal auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Gleich nachdem wir nämlich fertig sind mit den Äpfeln, kommt er auch schon in den Ofen. So für 50 bis 55 Minuten. Ihr müsst natürlich da auch immer ein Auge drauf haben, damit er nicht zu braun wird. Später beim fertigen Kuchen geben wir dann noch ein bisschen Gelee oben drauf. Das gebe ich jetzt in einen Topf und erhitze es langsam, damit es flüssig wird. Das ist natürlich selbstgemachtes Quittengelee von mir. Sehr lecker. Testen müssen wir den Kuchen jetzt auch mit dem Holzstäbchen, ob er auch innen fertig ist, der Teig. Bleibt er an diesem Holzstäbchen haften, ist der Teig noch nicht fertig. Ist er aber fertig, holen wir ihn gleich aus dem Ofen heraus und geben gleich das Gelee drauf, sprich wir bepinseln das, weil es ist ja jetzt flüssig.
So ein schön Glanz lässt den Kuchen gleich nochmal besser aussehen. Weil wir Backpapier vorher verwendet haben, müssten wir jetzt den Rand ohne Probleme wegmachen können, auch wenn der Kuchen noch warm ist. Wie immer kommt der Tortenschieber zum Einsatz, um den Kuchen auf eine Tortenplatte zu heben. Und nochmal, der Kuchen, dieser Apfelkuchen ist vegan. Es gibt keine Eier, es gibt keine Milch, es gibt keine Butter. Super, oder nicht? Damit wir sehen können, ob er was geworden ist, müssen wir natürlich uns ein schönes Stück herausschneiden. Und er sieht super aus. Geschmacklich schmeckt er einwandfrei. Also probiert diesen Kuchen. Dieser vegane Kuchen ist richtig gut. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte abonniert mich. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.